Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal, aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. In der flirrenden Hitze Rajasthans, zwischen dem Lärm der Basare und dem Duft von Gewürzen, erheben sich stumme, steinerne Giganten gegen den tiefblauen Himmel. Sie wirken wie die Skulpturen einer vergessenen futuristischen Zivilisation. Doch sie sind das genaue Gegenteil. Ein Echo aus einer Zeit, in der der Kosmos noch ohne Linsen und Spiegel vermessen wurde. Dies sind die Yantar Mantar, die Instrumente der Himmelsberechnung, monumentale Architekturen, die gebaut wurden, um die subtilen Tänze von Sonne, Mond und Sternen mit einer Präzision einzufangen, die bis heute verblüfft und Fragen aufwirft. Guten Abend. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie uns gemeinsam in eine Zeit reisen, in der die Grenzen zwischen Himmel und Erde, zwischen Wissenschaft und Spiritualität noch fließend waren. Unsere Geschichte beginnt im späten 17. Jahrhundert mit der Geburt eines Prinzen, der dazu bestimmt war, nicht nur ein Königreich zu regieren, sondern auch den Kosmos selbst zu vermessen. Sein Name war Sawai Jai Singh II, der Herrscher des Rajputen-Königreichs Amber. Schon in jungen Jahren zeigte sich seine außergewöhnliche Begabung. Während andere Prinzen sich in den Künsten des Krieges und der höfischen Intrige übten, vertiefte sich Jai Singh in die alten Texte der Mathematik, der Architektur und vor allem der Astronomie. Er war kein bloßer Amateur, kein Fürst mit einem flüchtigen Hobby. Er war ein Gelehrter auf dem Thron, dessen Leidenschaft für die Sterne von einem tiefen, intellektuellen Bedürfnis nach Präzision und Wahrheit angetrieben wurde. Der Legende nach wurde der Funke für sein Lebenswerk an einem Ort der Macht entzündet. Am Hof des Mogul-Kaisers Muhammad Schah in Delhi. Dort entspann sich eine hitzige Debatte unter den Gelehrten. Die existierenden astronomischen Tabellen, die sogenannten Zai, die aus persischen und arabischen Quellen stammten und seit Jahrhunderten in Gebrauch waren, wichen immer stärker von den beobachteten Positionen der Himmelskörper ab. Diese Abweichungen waren keine bloße akademische Spitzfindigkeit. Sie hatten reale Konsequenzen, denn der gesamte Kalender für religiöse Feste, für die Landwirtschaft, für die Astrologie, die das Schicksal von Schlachten und Hochzeiten bestimmte, hing von diesen Berechnungen ab. Ein ungenauer Kalender war ein ungenaues Abbild des Kosmos und störte die göttliche Ordnung. In diesem Moment der Unsicherheit trat Jai Singh vor. Er versprach dem Kaiser nicht nur, die alten Tabellen zu korrigieren, sondern ein völlig neues System zu erschaffen. Er wollte Instrumente bauen, die so groß, so stabil und so präzise sein sollten, dass ihre Messungen für Generationen Bestand haben würden. Seine Vision war kühn und radikal. Er wollte die Astronomie aus den staubigen Bibliotheken und von den wackeligen Messinginstrumenten befreien und sie in Stein meißeln. Monumental und unvergänglich. Für jeden sichtbar unter dem offenen Himmel. Dies war die Geburtsstunde der Yantar Mantar. Um die wahre Bedeutung von Jai Singhs Observatorien zu verstehen, müssen wir den Vorhang der Zeit ein wenig weiter lüften und auf die politische Bühne Indiens im frühen 18. Jahrhundert blicken. Es war eine Epoche tiefgreifender Umbrüche. Das einst allmächtige Mogulreich, das den Subkontinent über 2 Jahrhunderte dominiert hatte, begann zu zerfallen. Seine zentrale Autorität schwand
und in den Provinzen erhoben sich ehrgeizige regionale Mächte. Jai Singh war einer dieser Akteure. Als Rajputenfürst war er formell ein Vasall des Mogulkaisers, doch in Wirklichkeit war er ein souveräner Herrscher, ein brillanter Stratege und Diplomat, der die Schwäche des Zentrums geschickt für den Ausbau seiner eigenen Macht nutzte. In diesem fragilen politischen Ökosystem war Wissen nicht nur Macht, es war eine Währung. Und die Astronomie war die königliche Disziplin unter den Wissenschaften. Ein Herrscher, der den Lauf der Gestirne vorhersagen konnte, demonstrierte nicht nur intellektuelle Überlegenheit, sondern auch eine besondere Verbindung zur kosmischen Ordnung. Genaue Kalender waren für die Steuereintreibung nach den Erntezyklen unerlässlich. Religiöse Feste, die das soziale Leben bestimmten, mussten korrekt datiert werden. Und vor allem war die Astrologie ein unverzichtbares Werkzeug der Staatskunst. Kein wichtiger Entschluss wurde gefällt, keine Schlacht geschlagen, keine Allianz besiegelt, ohne zuvor die Sterne um Rat zu fragen. Jai Singhs astronomisches Projekt war daher weit mehr als eine private Leidenschaft. Es war ein Meisterstück der politischen Kommunikation. Indem er die veralteten Tabellen des Mogulhofes korrigierte, positionierte er sich als der wahre Hüter von Wissen und Ordnung in einer zerfallenden Welt. Seine Observatorien, erbaut in den wichtigsten Städten des Reiches, wie Delhi und seiner neuen Hauptstadt Jaipur, waren unübersehbare Symbole seines Anspruchs. Sie verkündeten, dass hier, im Reich der Rajputs, die Zukunft lag. Eine Zukunft, die auf Präzision, Wissen und einer tiefen Harmonie mit dem Universum basierte. Er war nicht nur ein Krieger und ein König, er war ein Philosophenkönig, der seine Legitimität direkt aus den Gesetzen des Himmels ableitete. Eine Frage drängt sich unweigerlich auf, wenn wir vor den steinernen Giganten des Jantar Mantar stehen. Warum? Warum baute Jai Singh im Zeitalter von Galilei und Newton, als in Europa das Teleskop die Astronomie revolutionierte, diese riesigen, archaisch anmutenden Instrumente aus Ziegeln und Mörtel? Die Antwort ist keine des Unwissens, sondern eine der bewussten, philosophischen Entscheidung. Jai Singh war keineswegs von der europäischen Wissenschaft isoliert. Im Gegenteil, er war ein Kosmopolit. Er sandte Gesandtschaften nach Europa, lud jesuitische Astronomen an seinen Hof ein und ließ ihre Werke, einschließlich der Schriften von Euklid und Ptolemäus, ins Sanskrit übersetzen. Er kannte die Teleskope und die Theorien, die im Westen kursierten. Doch er hegte ein tiefes Misstrauen gegenüber den kleinen, tragbaren Instrumenten aus Metall, die in Europa verwendet wurden. In seinen eigenen Schriften bemängelte er ihre Mängel. Die Achsen waren instabil, die feinen Zahnräder und Gelenke nutzten sich ab und die Messungen waren unbeständig. Er nannte es das Zittern der Achsen. Ein winziger Fehler in der Ausrichtung, ein minimales Spiel im Material, konnte zu großen Abweichungen bei der Beobachtung der fernen Sterne führen. Seine Lösung war ebenso einfach wie genial. Er eliminierte die Fehlerquellen, indem er die Instrumente selbst zu einem Teil der Erde machte. Er ersetzte das fragile Metall durch den unbeweglichen Stein. Seine Instrumente waren keine Apparate, die man aufstellte, sondern Gebäude, die man betrat. Die schiere Masse und die monumentale Skala sollten eine unerschütterliche Stabilität und damit eine nie dagewesene Präzision garantieren. Der Samrat Yantra, die riesige Sonnenuhr, misst die Zeit auf 2 Sekunden genau. Eine Leistung, die mit den tragbaren Geräten seiner Zeit undenkbar war. Dies war eine andere Form der Modernität, ein anderer Weg zur wissenschaftlichen Wahrheit. Es war die Überzeugung, dass die Gesetze des Kosmos
am besten durch Instrumente erfasst werden konnten, die selbst kosmische Dimensionen hatten, fest, ewig und in perfekter Harmonie mit den fundamentalen Achsen der Welt. Jantar Mantar ist kein Relikt aus einer vorteleskopischen Ära. Es ist der Höhepunkt einer alternativen Tradition der Präzisionsastronomie. Die Vision von Sawai Jai Singh II beschränkte sich nicht auf einzelne Observatorien. Sein ultimatives Meisterwerk war die Schaffung eines ganzen städtischen Kosmos. Die Stadt Jaipur. Gegründet im Jahr 1727 war sie weit mehr als nur eine neue Hauptstadt. Sie war die physische Manifestation seiner philosophischen und astronomischen Überzeugungen, ein irdisches Abbild der himmlischen Ordnung. Im Gegensatz zu den organisch gewachsenen, oft chaotischen Städten seiner Zeit, wurde Jaipur auf dem Reißbrett entworfen. Es war eine der ersten Planstädte des modernen Indiens, und ihr Entwurf folgte heiligen und wissenschaftlichen Prinzipien. Die Grundlage bildete das Vastu Shastra, die alte indische Lehre von der Architektur, die ein Gebäude oder eine Stadt als lebendigen Organismus betrachtet, der mit den universellen Energien in Einklang stehen muss. Der Stadtplan von Jaipur ist ein riesiges Mandala, ein heiliges Diagramm, das den Kosmos repräsentiert. Die Stadt ist in 9 quadratische Sektoren unterteilt, die an das 9-Planetenschema der vedischen Astrologie erinnern. Breite, gerade Straßen durchschneiden die Stadt in einem perfekten Gittermuster, das exakt nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet ist. Sie symbolisieren die Bahnen der Planeten und kanalisieren die kosmische Energie. Im Herzen dieses städtischen Mandalas, direkt neben seinem eigenen Palast, dem Chandra Mahal oder Mondpalast, platzierte Jai Singh sein wichtigstes Observatorium, das Jantar Mantar von Jaipur. Seine Lage ist kein Zufall. Das Observatorium war nicht nur ein wissenschaftliches Institut am Rande der Stadt, es war ihr pulsierendes, schlagendes Herz. Es war die Nadel des kosmischen Kompasses, nach der die gesamte Stadt ausgerichtet war. Der Palast repräsentierte die irdische Macht, das Observatorium die himmlische Weisheit. Zusammen bildeten sie das Zentrum, von dem aus Ordnung und Harmonie in das gesamte Reich ausstrahlen sollten. Wenn man durch die Straßen von Jaipur geht, wandelt man also nicht nur durch eine historische Stadt, sondern durch ein gigantisches astronomisches Instrument, einen städtebaulichen Versuch, Himmel und Erde in einer perfekten, rationalen und spirituellen Synthese zu vereinen. Wir nähern uns nun dem unbestrittenen Zentrum eines jeden Jantar Mantar, dem Instrument, das den Himmel selbst zu beherrschen scheint, dem Samrat Yantra, dem König der Instrumente. Seine schiere Größe ist atemberaubend und lässt den Betrachter demütig werden. Es ist keine filigrane Apparatur, sondern ein architektonisches Meisterwerk, ein Berg aus Stein und Mörtel, der sich dem Himmel entgegenstreckt. Das Herzstück ist ein gewaltiger Gnomon, eine Rampe in Form eines rechtwinkligen Dreiecks, dessen Hypotenuse präzise auf den Himmelspol ausgerichtet ist, parallel zur Erdachse. In der nördlichen Hemisphäre zeigt sie also direkt auf den Polarstern. Dieser Gnomon wirft einen Schatten, aber nicht auf den flachen Boden, sondern auf 2 riesige gekrümmte Quadranten aus Marmor, die seine Basis flankieren. Diese Quadranten sind das Zifferblatt der größten Sonnenuhr, die je gebaut wurde. Während die Sonne ihre tägliche Reise über den Himmel vollzieht, gleitet der Schatten des Gnomons langsam und unaufhaltsam über die fein kalibrierten Skalen auf dem Marmor. Die Bewegung ist so gewaltig, dass man sie mit bloßem Auge verfolgen kann. Der Schatten bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 1 Millimeter pro Sekunde.
Diese monumentale Skalierung war Jai Singhs Antwort auf die Ungenauigkeiten kleinerer, tragbarer Instrumente. Er verstand, dass Größe in der beobachtenden Astronomie gleichbedeutend mit Präzision ist. Mit dem Samrat Yantra konnte die lokale Sonnenzeit auf bis zu 2 Sekunden genau bestimmt werden. Eine für das frühe 18. Jahrhundert schier unglaubliche Genauigkeit. Aber das Instrument war mehr als nur eine Uhr. Anhand der Position des Schattens auf den Quadranten konnten die Astronomen auch die Deklination der Sonne, also ihren Winkelabstand zum Himmelsäquator, sowie den Zeitpunkt des Mittags bestimmen. Es ist ein Denkmal für den menschlichen Wunsch, die Zeit selbst zu fassen, sie messbar und verständlich zu machen. Nicht durch Zahnräder und Federn, sondern durch die fundamentale Beziehung zwischen Erde und Sonne, gegossen in Stein. Versteckt zwischen den größeren Strukturen finden wir eines der genialsten und konzeptionell elegantesten Instrumente des Jantar Mantar, das Jai Prakash Yantra. Auf den ersten Blick erscheint es wie 2 in den Boden eingelassene, halbkugelförmige Schalen aus Marmor. Doch diese schlichte Form verbirgt eine außergewöhnliche Funktion. Das Jai Prakash ist eine konkave Himmelskarte, eine direkte Abbildung des Firmaments. Die Innenflächen der Schalen sind mit den Koordinaten des Himmels graviert: Azimut und Höhenlinien, die Ekliptik und der Himmelsäquator. Im Zentrum der Halbkugel spannte sich einst ein Fadenkreuz. Der Schnittpunkt dieser Fäden war der Beobachtungspunkt. Das Geheimnis seiner Funktionsweise liegt im Spiel von Licht und Schatten. Der Schatten des Fadenkreuzes fällt auf die gravierte Oberfläche und zeigt so exakt die Position der Sonne auf der Himmelskugel an. Der Beobachter konnte also direkt ablesen, in welchem Sternzeichen sich die Sonne befand und welche Koordinaten sie hatte. Für die Beobachtung von Sternen oder Planeten in der Nacht wurde das Prinzip umgekehrt. Ein Beobachter stieg in die Schale und richtete ein Sichtinstrument vom entsprechenden Punkt auf der gravierten Oberfläche durch den zentralen Schnittpunkt auf das Gestirn am Himmel. Doch warum 2 Schalen? Dies ist der eigentliche Geniestreich. Jede Schale ist das exakte Komplement der anderen. Die Bereiche, die in der einen Schale aus massivem Marmor bestehen, sind in der anderen als Gänge und Öffnungen ausgespart. Dies ermöglichte es den Astronomen, sich innerhalb der Struktur zu bewegen und Messungen an jedem beliebigen Punkt des Himmels durchzuführen, ohne dass das Instrument selbst den Blick versperrte. Wenn ein Bereich in einer Schale durch die Struktur verdeckt war, konnte man einfach in die andere Schale wechseln, wo dieser Bereich frei zugänglich war. Das Jai Prakash Yantra ist somit mehr als nur ein Messinstrument. Es ist ein interaktives Modell des Kosmos. Es verkörpert die Idee, dass der Himmel nicht nur ein fernes Schauspiel ist, sondern ein System, das kartiert, betreten und verstanden werden kann. Es ist eine Einladung, buchstäblich in die Karte des Himmels zu treten. In der Welt der Astronomiegeschichte gibt es kaum ein Instrument, das so ikonisch ist wie das Astrolabium. Es war der analoge Computer der Antike und des Mittelalters, ein vielseitiges Werkzeug, das in den Händen von Gelehrten von Griechenland bis Persien lag. Im Jantar Mantar erhebt Jai Singh dieses klassische Instrument zu einer neuen, monumentalen Form, dem Yantra Raj, dem König der Instrumente, ein Titel, der seine überragende Vielseitigkeit würdigt. Im Gegensatz zu den bekannten, handgehaltenen Astrolabien aus Messing ist das Yantra Raj von Jaipur eine massive Metallscheibe
mit einem Durchmesser von über 2 Metern, die an einer steinernen Struktur aufgehängt ist. Seine Oberfläche ist ein Meisterwerk der Gravurkunst, eine komplexe Ansammlung von Kreisen, Bögen und Skalen. Es ist eine zweidimensionale Projektion der dreidimensionalen Himmelskugel. Mit diesem einzigen Instrument konnten die Astronomen eine erstaunliche Vielfalt an Aufgaben lösen. Sie konnten die Positionen von Sternen und Planeten bestimmen, die genaue Uhrzeit bei Tag und Nacht ermitteln, die Zeitpunkte von Sonnenauf- und Untergang für jeden Tag des Jahres vorhersagen und sogar die Länge der Dämmerung berechnen. Es diente als Kalender, Uhr und Navigationshilfe in einem. Das Yantra Raj besteht aus mehreren Teilen: der festen Grundplatte, der sogenannten Mata, die die lokalen Himmelskoordinaten darstellt, und einer drehbaren, sternenbesetzten Scheibe, der Rete, die die Bewegung der Sterne abbildet. Durch Drehen der Rete über der Mata konnten die Astronomen die Bewegung des Himmels zu jeder beliebigen Zeit simulieren. Jai Singhs Innovation lag auch hier wieder in der Skalierung. Er wusste, dass die Präzision eines Astrolabiums direkt von seiner Größe abhängt. Kleinere Instrumente litten unter winzigen Fehlern bei der Gravur oder Ablesung, die sich zu signifikanten Ungenauigkeiten summierten. Durch die Schaffung des größten Astrolabiums seiner Zeit versuchte er, diese Fehler zu minimieren und eine neue Ebene der Genauigkeit zu erreichen. Das Yantra Raj ist somit eine Hommage an die jahrtausendealte Tradition der astronomischen Instrumentenbaukunst und zugleich der kühne Versuch, diese Tradition an ihre physikalischen Grenzen zu führen. Um ein Objekt am Himmel eindeutig zu lokalisieren, benötigt man 2 Koordinaten, ähnlich wie Längen- und Breitengrad auf der Erde. In der Astronomie sind dies die Höhe, also der Winkel über dem Horizont, und das Azimut, die Himmelsrichtung oder der Winkel entlang des Horizonts. Für die präzise Messung dieser beiden Werte konzipierte Jai Singh ein Duo von Instrumenten, die in perfekter Symbiose arbeiten: das Ram Yantra und das Digamsha Yantra. Das Digamsha Yantra dient der Messung des Azimuts. Es besteht aus 2 konzentrischen, kreisförmigen Mauern und einem zentralen Pfeiler. Ein Beobachter spannte einen Faden vom zentralen Pfeiler zur inneren oder äußeren Mauer und visierte darüber ein Gestirn an. Die Position des Fadens auf den graduierten Mauern gab dann direkt den Azimutwinkel des Sterns oder Planeten an, gemessen vom geografischen Norden aus. Es ist ein eleganter und direkter Weg, die horizontale Position eines Himmelsobjekts zu bestimmen. Für die Messung der Höhe, des vertikalen Winkels, wurde das benachbarte Ram Yantra verwendet. Dieses Instrument ist eine der visuell beeindruckendsten Strukturen des Observatoriums. Es besteht aus 2 großen, komplementären, zylindrischen Bauten, die offen zum Himmel sind. Im Zentrum jedes Zylinders steht eine hohe Säule. Der Boden und die Innenwände der Zylinder sind mit radialen und konzentrischen Markierungen versehen, die Winkelgrade repräsentieren. Ein Astronom konnte die Höhe eines Sterns messen, indem er seine Augenhöhe mit einer Markierung an der zentralen Säule in Einklang brachte und dann über die Oberkante der Säule das Himmelsobjekt anpeilte. Der Punkt auf dem Boden oder an der Wand, der auf dieser Sichtlinie lag, gab den Höhenwinkel an. Wie beim Jai Prakash Yantra sorgt auch hier die komplementäre Bauweise der beiden Zylinder dafür, dass jeder Punkt am Himmel von irgendwo innerhalb der Struktur beobachtet werden kann. Das Zusammenspiel dieser beiden Instrumente offenbart die systematische Natur von Jai Singhs wissenschaftlichem Ansatz. Es reichte nicht, nur ein Instrument zu haben. Man benötigte ein System von Instrumenten, die zusammenarbeiten
um ein vollständiges und genaues Bild des Kosmos zu zeichnen. Das Ram Yantra und das Digamsha Yantra sind das Koordinatensystem des Yantar Mantar, aus Stein und Mörtel gebaut, um den Himmel zu vermessen. Guten Abend. Legen Sie sich zurück und lassen Sie die Geräusche des Tages verklingen. Wir reisen heute nicht nur zu einem Ort, sondern zu einer Idee, die in Stein manifestiert wurde, an 5 verschiedenen Orten. Die Vision von Maharaja Jai Singh II. War weitaus größer als ein einzelnes Observatorium. Er schuf ein Netzwerk, ein System von Sternwarten, das den indischen Subkontinent umspannte und dessen Ziel es war, die Astronomie auf eine neue, solidere Grundlage zu stellen. Die bekanntesten sind die Yantar Mantars in Delhi und seiner neuen Hauptstadt Jaipur. Doch sie waren nicht allein. 3 weitere wurden in Ujjain, Varanasi und Mathura errichtet. Diese Standorte waren keineswegs zufällig gewählt. Jeder Ort hatte eine tiefe historische und wissenschaftliche Bedeutung. Delhi war das politische Herz des Mogulreiches, der Sitz der Macht, von dem aus die neuen astronomischen Tabellen, die Zij-i-Muhammad Shahi, verkündet werden sollten. Jaipur war sein eigenes Meisterwerk, die neue, nach kosmologischen Prinzipien geplante Stadt, deren Yantar Mantar das größte und ehrgeizigste von allen werden sollte. Varanasi, das ewige Kashi, war seit Jahrtausenden ein Zentrum hinduistischer Gelehrsamkeit und Spiritualität. Ein Observatorium hier war eine Brücke zwischen der neuen Wissenschaft und der alten Weisheit. Ujjain wiederum war von immenser astronomischer Bedeutung. Seit der Zeit des Gelehrten Brahmagupta im 7. Jahrhundert galt es als der Nullmeridian Indiens, der Bezugspunkt für alle geografischen und astronomischen Berechnungen im Land. Ein Observatorium in Ujjain war somit eine direkte Anknüpfung an die goldene Ära der klassischen indischen Astronomie. Das 5. in Mathura, dem heiligen Ort, der mit der Gottheit Krishna verbunden ist heute leider fast vollständig verschwunden. Zusammen bildeten diese 5 Observatorien ein intellektuelles Netzwerk. Sie erlaubten es den Astronomen des Maharaja, simultane Beobachtungen von Himmelsereignissen wie Finsternissen oder Planetenkonjunktionen durchzuführen. Durch den Vergleich der an verschiedenen Orten gewonnenen Daten konnten sie Phänomene wie die Parallaxe korrigieren und die Genauigkeit ihrer Messungen überprüfen. Es war ein groß angelegter Versuch, lokale atmosphärische Störungen und Messfehler zu minimieren, um ein einziges, für das gesamte Reich gültiges Datenwerk zu schaffen. Eine Vision von zentralisierter, systematischer Wissenschaft, die in ihrer Zeit und in diesem Maßstab beispiellos war. Woher bezog Jai Singh die Inspiration für sein monumentales Unterfangen? Seine Arbeit war kein isolierter Geniestreich, sondern das Ergebnis einer tiefen Auseinandersetzung mit den großen Wissensströmen seiner Zeit. Er stand an einem intellektuellen Scheideweg und schöpfte aus 3 mächtigen Quellen: der islamischen, der hinduistischen und der aufkommenden europäischen Tradition. Die primäre Motivation war islamisch-persischen Ursprungs. Jai Singhs Ziel war es, die bestehenden astronomischen Tabellen, die sogenannten Zai, zu korrigieren. Insbesondere die Tabellen von Ulugh Beg, dem großen Astronomenfürsten aus Samarkand aus dem 15. Jahrhundert, dienten ihm als Vorbild und Herausforderung. Die Architektur und die Instrumententypen in den Yantar Mantars, wie die großen Quadranten und die zylindrischen Instrumente, zeigen deutliche Parallelen zu den Observatorien der islamischen Welt, etwa in Maragha und Samarkand.
Er studierte arabische und persische Texte und verstand sich als Fortsetzer dieser ehrwürdigen Tradition. Gleichzeitig war Jai Singh ein gläubiger Hindu und ein Gelehrter der Sanskrit-Tradition. Er sammelte und studierte die alten hinduistischen astronomischen Texte, die Siddhantas. Seine Arbeit war auch ein Versuch, die altehrwürdige indische Jyotisha-Wissenschaft wiederzubeleben und mit den neuesten Erkenntnissen zu harmonisieren. Er sah keinen Widerspruch darin, die Methoden der islamischen Welt zu nutzen, um die Grundlagen der hinduistischen Kosmologie zu verfeinern. Für ihn war es eine Synthese, eine Suche nach der universellen Wahrheit, die sich in verschiedenen Kulturen manifestiert. Und dann war da noch Europa. Durch den Kontakt mit Händlern und Missionaren wurde Jai Singh auf die rasanten Entwicklungen in der europäischen Astronomie aufmerksam. Er hörte von Kopernikus, Galilei und dem Teleskop. Anstatt diese neue Wissenschaft blind zu übernehmen oder abzulehnen, ging er methodisch vor. Er lud Jesuitengelehrte an seinen Hof, sandte eine eigene wissenschaftliche Mission nach Portugal und ließ europäische Werke wie die Tabellen von Philippe de la Hire ins Sanskrit übersetzen. Die Jantar-Mantars sind somit ein einzigartiges Zeugnis dieses dreifachen Dialogs. Sie sind monumentale Instrumente, die in der Tradition von Samarkand stehen, aber dazu dienen, sowohl hinduistische als auch islamische Kalender zu berechnen und wurden von einem Mann erbaut, der sich bewusst mit den neuesten europäischen Erkenntnissen auseinandersetzte. Ein Schmelztiegel des Wissens, in Stein gemeißelt. Wenn wir heute diese steinernen Giganten betrachten, sehen wir sie durch die Brille der modernen Wissenschaft als astronomische Instrumente. Doch um ihre wahre Bedeutung zu erfassen, müssen wir einen Schritt zurücktreten und die Welt mit den Augen des 18. Jahrhunderts sehen. In dieser Welt war die scharfe Trennlinie zwischen Astronomie und Astrologie, wie wir sie heute ziehen, noch nicht vorhanden. Die beiden waren untrennbar miteinander verbunden, zwei Seiten derselben Medaille. Die Astronomie war die Grammatik, die Astrologie die Sprache des Kosmos. Jai Singh war sowohl Hofastronom als auch Hofastrologe. Die präzise Beobachtung der Sterne und Planeten, die Astronomie, war kein Selbstzweck. Sie diente einem höheren, äußerst praktischen Ziel: der Erstellung genauer Horoskope und der Bestimmung günstiger Zeitpunkte, der Muhurta, für alle wichtigen staatlichen und persönlichen Angelegenheiten. Ein Kriegszug, eine Krönung, eine königliche Hochzeit oder der Baubeginn einer neuen Stadt. Nichts von Bedeutung geschah ohne astrologische Beratung. Die Legitimität und der Erfolg eines Herrschers hingen auch von seiner Fähigkeit ab, im Einklang mit dem Kosmos zu handeln. Falsche Berechnungen konnten zu katastrophalen Ergebnissen führen, sowohl politisch als auch spirituell. Die Jantar-Mantars waren daher Instrumente der Macht. Ihre Genauigkeit war nicht nur eine Frage wissenschaftlichen Stolzes, sondern eine Notwendigkeit für die Stabilität des Reiches. Ein präziser Kalender war essentiell für die Festlegung religiöser Feste für Hindus und Muslime gleichermaßen und trug so zum sozialen Frieden bei. Ein genaues Horoskop für den Herrscher stärkte dessen Autorität. Die Beobachtung des Himmels war somit eine zutiefst politische und religiöse Handlung. Jai Singhs Streben nach immer genaueren Daten war also nicht nur der Wunsch des Wissenschaftlers nach Wahrheit, sondern auch das Bedürfnis des Staatsmannes nach Ordnung und des Gläubigen nach Harmonie. Die steinernen Stufen und Skalen maßen nicht nur den Lauf der Gestirne, sie versuchten, den Rhythmus des Schicksals selbst zu erfassen.
Die Observatorien waren keine stillen Orte der Kontemplation, sondern aktive Zentren, in denen das Schicksal des Reiches mit den Sternen in Einklang gebracht werden sollte. Eine Verbindung von Himmel und Erde, von Wissenschaft und Staatskunst. Die intellektuelle Neugier Jai Singhs machte nicht an den Grenzen Indiens Halt. Er war sich der Fortschritte in Europa bewusst und suchte aktiv den Dialog. An seinem Hof in Jaipur entspann sich einer der faszinierendsten wissenschaftlichen Diskurse des frühen 18. Jahrhunderts, ein Wettstreit der Ideen und Instrumente zwischen der indischen Tradition und der europäischen Methode, vertreten durch jesuitische Missionare. Jai Singh lud mehrere europäische Gelehrte ein, darunter den portugiesischen Jesuitenpater Manuel de Figueiredo. Er bat sie, ihre Kenntnisse und ihre Instrumente mitzubringen. Die Jesuiten kamen mit den neuesten Errungenschaften der europäischen Technik: tragbare Quadranten aus Messing, präzise Uhren und vor allem das Teleskop. Es folgte ein Austausch auf Augenhöhe. Jai Singh war fasziniert vom Teleskop, das ihm erlaubte, die Monde des Jupiter oder die Phasen der Venus zu sehen. Beobachtungen, die die heliozentrische Theorie stützten. Doch als es um die Kernaufgabe ging, die präzise Messung der Positionen von Sternen und Planeten zur Erstellung seiner Tabellen, blieb er skeptisch. Er argumentierte, dass die kleinen, tragbaren Metallinstrumente der Europäer zu viele Fehlerquellen aufwiesen. Ihre Achsen könnten sich verbiegen, ihre Zahnräder abnutzen, ihre feinen Markierungen wären schwer abzulesen. Er sah in der Kleinheit ihre entscheidende Schwäche. Seine Antwort war radikal und monumental: Größe und Stabilität. Er glaubte, dass seine riesigen, aus Stein und Mörtel gefertigten Instrumente, deren Fundamente tief in der Erde verankert waren, eine unübertroffene Stabilität boten. Die großen Skalen erlaubten feinere Unterteilungen und damit eine höhere Ablesegenauigkeit. Für ihn waren die Jantar-Mantars die logische Weiterentwicklung, die die inhärenten mechanischen Probleme der europäischen Instrumente seiner Zeit überwand. Es war kein Akt der Ignoranz oder eine Ablehnung des Neuen, es war eine bewusste technologische Entscheidung, die auf einem anderen Prinzip beruhte. Statt auf filigrane Optik und Mechanik setzte er auf massive Geometrie und unerschütterliche Beständigkeit. Dieser Dialog, dieser Wettstreit zeigt Jai Singh nicht als passiven Empfänger westlichen Wissens, sondern als kritischen und selbstbewussten Wissenschaftler, der verschiedene Ansätze prüfte und seinen eigenen, kühnen Weg wählte. Ein Moment, in dem zwei große astronomische Traditionen aufeinandertrafen, sich austauschten und in einen produktiven Wettbewerb um den genauesten Blick in den Himmel traten. Wir stehen nun vor einer der faszinierendsten Fragen, die Jantar Mantar aufwirft. Wie präzise konnten diese steinernen Giganten den Himmel wirklich vermessen? Die schiere Größe der Instrumente, insbesondere des Samrat Yantra, suggeriert eine fast unfehlbare Genauigkeit. Jai Singhs Ziel war es, die Fehler bestehender astronomischer Tabellen zu korrigieren. Theoretisch ermöglichte die Skala des großen Sonnenquadranten in Jaipur eine Ablesegenauigkeit von bis zu 2 Sekunden. Dies war für ein Instrument des 18. Jahrhunderts, das ohne Linsen funktionierte, ein atemberaubender Wert. Doch die Theorie ist nur eine Seite der Medaille. In der Praxis trafen die Astronomen auf subtile, aber unerbittliche physikalische Grenzen. Eine der größten Herausforderungen war die Penumbra, der Halbschatten, den der Gnomon wirft. Der Rand des Schattens ist nicht messerscharf, sondern ein weicher Übergang, was das exakte Ablesen erschwert. Man versuchte dieses Problem zu minimieren,
indem man die Mitte des unscharfen Randes anvisierte. Doch eine kleine Unsicherheit blieb. Eine weitere, oft übersehene Grenze ist die thermische Ausdehnung. Der Marmor und der Sandstein, aus denen die Instrumente gefertigt sind, dehnen sich bei der intensiven indischen Tageshitze aus und ziehen sich in der Kühle der Nacht wieder zusammen. Diese minimalen, täglichen Veränderungen der Struktur konnten die Kalibrierung über die Zeit leicht verfälschen. Auch die Stabilität des Fundaments war entscheidend. Ein winziges Absinken des Bodens über Jahrzehnte hinweg würde die gesamte Geometrie des Instruments beeinträchtigen und seine Messungen ungenau machen. Verglichen mit den zeitgenössischen europäischen Teleskopen, die immer präziser wurden, hatten die Instrumente von Jantar-Mantar einen entscheidenden Nachteil. Sie konnten nur helle Objekte wie die Sonne, den Mond und die 5 sichtbaren Planeten verfolgen. Schwache Sterne oder Monde anderer Planeten blieben ihnen verborgen. Dennoch war die Präzision für die Bestimmung der Ortszeit, der Sonnenwende und der Finsternisse bemerkenswert. Jai Singhs Observatorien waren der Höhepunkt der Himmelsmechanik mit bloßem Auge, ein letztes, grandioses Aufbäumen einer jahrtausendealten Tradition, bevor das Teleskop endgültig eine neue Ära der Astronomie einläutete. Sie waren so genau, wie es die Gesetze der Physik für ein Instrument dieser Art zuließen. Ein monumentales Zeugnis menschlichen Strebens an der Schwelle zum Unmöglichen. Die Observatorien von Jantar-Mantar sind ein intellektueller Gipfel, doch sie sind ein einsamer Gipfel. Nach dem Tod von Maharaja Sawai Jai Singh im Jahr 1743 fand sein ehrgeiziges astronomisches Programm keine Fortsetzung. Warum versank dieses immense Wissen so schnell wieder in der Dämmerung der Geschichte? Die Antwort liegt im turbulenten Wandel, der Indien im 18. Jahrhundert erfasste. Jai Singhs Werk war untrennbar mit der Stabilität und dem Reichtum des späten Mogulreiches verbunden. Er war ein mächtiger Fürst, der über die Ressourcen, den politischen Einfluss und vor allem über den persönlichen Willen verfügte, ein solch kostspieliges und langfristiges Projekt zu unterhalten. Doch mit seinem Tod und dem fortschreitenden Verfall der zentralen Mogulmacht geriet die Region in einen Strudel politischer Instabilität. Die aufstrebende Macht der Marathen, interne Konflikte und die wachsende Präsenz europäischer Handelskompanien verlagerten die Prioritäten. Kriege und die Sicherung der Macht wurden wichtiger als die Kartierung der Sterne. Es gab keinen Nachfolger, der Jai Singhs einzigartige Kombination aus fürstlicher Autorität und wissenschaftlicher Leidenschaft geerbt hätte. Seine Söhne und deren Nachfolger waren in politische Ränkespiele und Überlebenskämpfe verwickelt. Die Observatorien, einst Zentren des Wissens, wurden zu stillen Monumenten. Die hochqualifizierten Astronomen und Gelehrten, die Jai Singh an seinem Hof versammelt hatte, zerstreuten sich. Ohne die königliche Schirmherrschaft gab es keine Mittel und keine Motivation, die komplexen Beobachtungen fortzusetzen und die Instrumente zu warten. Gleichzeitig begann sich in der Welt ein neues wissenschaftliches Paradigma durchzusetzen. Das Teleskop, das Jai Singh noch mit einer gewissen Skepsis betrachtet hatte, erwies sich als das überlegene Werkzeug. Es war portabler, günstiger und eröffnete den Blick in weitaus tiefere Regionen des Kosmos. Die europäische Astronomie machte rasante Fortschritte, während Jantar-Mantar in der Zeit eingefroren schien. So wurde Jai Singhs Erbe zu einem tragischen Paradox. Es war der Höhe und zugleich der Endpunkt einer astronomischen Tradition. Ein grandioses Finale, dem kein neues Kapitel mehr folgte,
bis die Archäologen und Historiker der Neuzeit seine Bedeutung wiederentdeckten. Wenn wir die rein technische Funktion der Jantar Mantar für einen Moment beiseite lassen, offenbart sich eine tiefere, fast poetische Dimension. Diese Observatorien sind nicht nur Messinstrumente. Sie sind Skulpturen, die mit dem grundlegendsten Element des Kosmos interagieren, dem Licht. Sie sind eine Form der Landart, die den Himmel zur Leinwand und den Sonnenschatten zum Pinsel macht. Beobachten Sie, wie der Schatten des gewaltigen Gnomons, des Samrat Yantra, über die gekrümmte Marmorskala gleitet. Es ist mehr als nur eine Zeitmessung. Es ist ein sichtbarer Tanz, eine tägliche Choreografie, die den unaufhaltsamen Lauf der Erde um ihre Achse und um die Sonne darstellt. Die Bewegung ist langsam, meditativ, fast unmerklich, aber absolut präzise. Jeder Tag schreibt eine neue, leicht veränderte Bahn auf den Stein, während die Jahreszeiten den Bogen des Schattens heben und senken. Diese stille Sprache aus Licht und Schatten ist reine Mathematik, in Stein gemeißelt. Die Architekten von Jantar Mantar verstanden, dass die Geometrie des Kosmos durch die Geometrie ihrer Instrumente gespiegelt werden konnte. Die Kurven des Jai Prakash Yantra sind eine exakte Abbildung der Himmelskugel, auf der die Sterne wandeln. Wenn ein Beobachter in der Mitte steht, wird sein Kopf zum Zentrum des Universums und die Drähte über ihm werden zu den Koordinaten des Himmels. Es ist eine zutiefst immersive Erfahrung, die den Menschen direkt in die kosmische Ordnung stellt. Die Instrumente verwandeln abstrakte Konzepte wie Azimut, Deklination und Ekliptik in greifbare, physische Erfahrungen. Man kann die Winkel mit den Händen berühren, den Pfad eines Planeten mit den Augen verfolgen, während man auf den Stufen des Ram Yantra emporsteigt. In dieser Symbiose aus Form und Funktion, aus Stein und Sternenlicht, liegt die wahre Magie von Jantar Mantar. Es ist eine Architektur, die nicht nur den Himmel misst, sondern ihn auch feiert. Eine gebaute Hymne an die Ordnung, die Schönheit und das ewige Mysterium des Universums. Die stummen Steine von Jantar Mantar erzählen nur einen Teil der Geschichte. Um ihre wahre intellektuelle Grundlage zu verstehen, müssen wir uns den schriftlichen Zeugnissen zuwenden, die diese monumentalen Bauten begleiteten. Jai Singh war nicht nur ein Bauherr, er war auch ein Gelehrter, der eine reiche Bibliothek und eine Gemeinschaft von Astronomen aus verschiedenen Kulturen um sich scharte. Das wichtigste Werk, das aus diesem Programm hervorging, ist der Sternenkatalog Zij-i-Muhammad Shahi, benannt nach dem damaligen Mogulkaiser. Dieser in persischer Sprache verfasste Text war das Endprodukt der jahrelangen Beobachtungen. Er enthält Tabellen zur Berechnung der Positionen von Sonne, Mond und Planeten, Kalenderberechnungen und Listen von Sternenpositionen. Es war Jai Singhs Versuch, ein genaueres und aktuelleres Handbuch für Astronomen zu schaffen, das die älteren islamischen und hinduistischen Tabellen ersetzen sollte. Doch die intellektuelle Welt von Jai Singhs Hof war mehrsprachig. Eine Schlüsselfigur war Pandit Jagannath Samrat, sein Hauptastronom und Mathematiker. Er übersetzte klassische Werke der islamischen und griechischen Astronomie, darunter Euklids Elemente und Ptolemäus Almagest aus dem Arabischen ins Sanskrit. Diese Übersetzungen, bekannt als Samrat Siddhanta und Rekaganita, waren von entscheidender Bedeutung. Sie machten das fortschrittlichste astronomische Wissen der Welt für die traditionelle Gelehrtengemeinschaft Indiens zugänglich, die in der Sprache Sanskrit arbeitete. In den Vorworten dieser Texte erklärt Jagannath die Motivation hinter dem Bau der Observatorien und beschreibt die Funktionsweise einiger Instrumente.
Er preist seinen Gönner Jai Singh als einen König, der die Wissenschaft wiederbeleben und die Fehler der Vergangenheit korrigieren wollte. Diese Texte zeigen uns, dass Jantar Mantar kein isoliertes Phänomen war, sondern das Zentrum eines ehrgeizigen Projekts der Wissenssynthese. Es war ein Ort, an dem indische, persisch-arabische und europäische astronomische Traditionen aufeinandertrafen, verglichen, kritisiert und zu etwas Neuem verschmolzen wurden. Die Steine sind das Labor, aber die Sanskrit- und persischen Texte sind das Laborjournal, das uns die Gedanken und die tiefen Ambitionen ihrer Schöpfer offenbart. Gute Nacht, liebe Freunde des Wissens. Lassen Sie uns nun in eine Zeit reisen, in der die großen steinernen Instrumente von Jai Singh in einen langen, stillen Schlaf gefallen waren. Nach dem Tod ihres Schirmherrn und dem langsamen Verfall des Mogulreiches gerieten die Jantar Mantars in Vergessenheit. Die politischen Wirren des 18. und 19. Jahrhunderts hatten andere Prioritäten. Die Observatorien, einst Zentren des kosmischen Dialogs, wurden von der Natur zurückerobert. Ranken umklammerten die präzisen Skalen und der Wind trug den Sand der Zeit in die feinen Rillen, die einst den Schatten der Sonne maßen. Es war die Ankunft einer neuen Macht in Indien, der Briten, die paradoxerweise den Anstoß zu ihrer Wiederentdeckung gab. Stellen Sie sich einen britischen Offizier oder Vermesser der East India Company vor, der im späten 18. oder frühen 19. Jahrhundert auf diese surrealen, architektonischen Gebilde stößt. In seinen Berichten nach London mischt sich Verwirrung mit widerwilliger Bewunderung. Was waren das für Strukturen? Sonnenuhren von gigantischem Ausmaß? Tempel für einen unbekannten Kult? Die vorherrschende koloniale Denkweise tat sich schwer, diese Monumente als das anzuerkennen, was sie waren: hochentwickelte wissenschaftliche Instrumente. Die Idee, dass eine nicht-europäische Kultur ohne die Segnungen der teleskopischen Astronomie eine solche Präzision und einen solchen Ehrgeiz an den Tag legen könnte, passte nicht ins Weltbild. Frühe europäische Berichte schwanken zwischen der Beschreibung als astronomische Torheiten und der widerstrebenden Anerkennung ihrer mathematischen Raffinesse. Amateurarchäologen und Gelehrte wie Leutnant Arthur H. E. Boileau oder später Garrett und Chandra Guleri begannen, die Instrumente zu studieren und ihre Funktion zu entschlüsseln. Sie maßen die Winkel, verglichen die Skalen mit ihren eigenen modernen Instrumenten und kamen zu einem erstaunlichen Schluss. Diese steinernen Giganten waren nicht nur funktionsfähig, sondern in ihrer Präzision für die Beobachtung mit bloßem Auge unübertroffen. Das britische Erstaunen war ein Spiegelbild ihrer eigenen Vorurteile. Jantar Mantar wurde zu einem stillen, aber mächtigen Gegenbeweis zur Annahme einer stagnierenden, unaufgeklärten indischen Wissenschaft. Es war der materielle Beweis für eine Blütezeit der Rationalität und des empirischen Forschergeistes. Ein Erbe, das selbst Jahrhunderte der Vernachlässigung nicht auslöschen konnten. Die Wiederentdeckung war somit nicht nur die eines Ortes, sondern die einer ganzen intellektuellen Tradition. Der Weg von der Wiederentdeckung zur wahren Anerkennung ist oft lang und mühsam. Nachdem die Funktion der Jantar Mantars wieder verstanden war, offenbarte sich auch das Ausmaß ihres Verfalls. Die Observatorien in Delhi und Jaipur waren zwar die bekanntesten, aber auch die anderen Standorte in Ujjain, Varanasi und Mathura litten unter den Wunden der Zeit. In Mathura wurde das Observatorium sogar vollständig abgerissen, um Baumaterial zu gewinnen. Ein unwiederbringlicher Verlust. In Delhi und Jaipur jedoch erwachte langsam ein Bewusstsein für den unschätzbaren Wert dieses Erbes. Die Instrumente, deren Gipsverputz an vielen Stellen abgebröckelt war,
zeigten die nackten Ziegel darunter. Die feinen Markierungen auf den Marmorskalen waren verblasst, von Wind und Wetter abgeschliffen. Die Metallteile, wie der Gnomon des Samrat Yantra, waren korrodiert. Es bedurfte einer konzertierten Anstrengung, um diesen Verfall aufzuhalten. Die Rettung begann im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, oft unter der Schirmherrschaft der lokalen Maharajas, insbesondere in Jaipur. Maharaja Ram Singh II. Und sein Nachfolger Madho Singh II. Erkannten die Bedeutung des Observatoriums als Symbol für die glorreiche Vergangenheit ihres Reiches. Sie initiierten umfangreiche Restaurierungsarbeiten. Dies war jedoch keine einfache Aufgabe. Es ging nicht nur darum, ein altes Gebäude zu reparieren. Es ging darum, wissenschaftliche Instrumente von höchster Präzision wiederherzustellen. Jeder Millimeter Putz, jede neu gezogene Linie musste exakt der ursprünglichen Intention von Jai Singh entsprechen. Ein Fehler hätte die wissenschaftliche Integrität des gesamten Instruments kompromittiert. Man zog alte Manuskripte zu Rate, studierte die verbliebenen Markierungen und setzte die besten Handwerker des Landes ein, um die Marmor- und Putzoberflächen wiederherzustellen. Diese sorgfältige Arbeit, die sich über Jahrzehnte erstreckte, sicherte das physische Überleben der Jantar Mantars. Die ultimative Anerkennung kam jedoch erst viel später. Im Jahr 2010 wurde das Jantar Mantar in Jaipur von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Die Begründung würdigte es nicht nur als architektonisches Meisterwerk, sondern als Ausdruck der astronomischen Fähigkeiten und kosmologischen Konzepte am Hof eines gelehrten Fürsten. Von einer fast vergessenen Ruine hatte es sich zu einem Schatz der gesamten Menschheit gewandelt, einem Denkmal, das von der Zerbrechlichkeit des Wissens und der Notwendigkeit seiner Bewahrung erzählt. Wenn wir durch die Gänge des Jantar Mantar wandeln, zwischen den riesigen geschwungenen Formen, spüren wir, dass dies mehr ist als nur ein Labor unter freiem Himmel. Wir betreten einen heiligen Raum, einen Ort, an dem Architektur, Wissenschaft und Spiritualität zu einer untrennbaren Einheit verschmelzen. Um die wahre Tiefe von Jai Singhs Vision zu verstehen, müssen wir uns von einer rein westlichen, mechanistischen Vorstellung von Wissenschaft lösen. Für Jai Singh war die Astronomie, die Jyotisha, keine kalte, distanzierte Disziplin. Sie war ein Weg, die grundlegende Ordnung des Kosmos, das Dharma, zu verstehen und das menschliche Leben mit dieser himmlischen Harmonie in Einklang zu bringen. Die Observatorien sind daher nicht nur Instrumente zur Messung, sondern auch Instrumente zur Meditation über die kosmische Ordnung. Ihre schiere Größe ist kein Zufall. Sie erhebt den menschlichen Beobachter, macht ihn zu einem aktiven Teilnehmer am himmlischen Schauspiel, anstatt ihn zu einem passiven Betrachter durch ein kleines Okular zu degradieren. Die Formen selbst, die perfekten Kreise, die eleganten Kurven der hemisphärischen Schalen, die präzisen Winkel der Dreiecke, sind Manifestationen reiner geometrischer Prinzipien. In der indischen Philosophie ist Geometrie die Sprache, in der das Universum geschrieben ist. Ein Jantar Mantar ist somit ein begehbares kosmologisches Diagramm, ein Mandala aus Stein und Mörtel. Die Anordnung der Instrumente folgt wahrscheinlich auch den Prinzipien des Vastu Shastra, der alten indischen Lehre von Architektur und Raumgestaltung, die darauf abzielt, positive Energien zu kanalisieren und eine harmonische Umgebung zu schaffen. Jedes Instrument ist nicht nur auf die Himmelskörper ausgerichtet, sondern auch auf die anderen Instrumente, wodurch ein zusammenhängendes, energetisches Ganzes entsteht. Als Herrscher sah Jai Singh
es als seine heilige Pflicht an, als Vermittler zwischen Himmel und Erde zu fungieren. Genaue Kalender und astrologische Vorhersagen waren nicht nur für die Landwirtschaft und die Festlegung von Feiertagen wichtig, sondern sie sicherten auch das Wohlergehen und die Stabilität des Reiches. Ein Königreich, das im Einklang mit dem Kosmos regiert wird, so die Überzeugung, ist ein prosperierendes und gerechtes Königreich. Jantar Mantar ist somit das ultimative Symbol dieser Philosophie. Der Versuch, die perfekte, ewige Ordnung der Sterne auf die Erde zu bringen und einen Raum zu schaffen, in dem Mensch und Universum in einen stillen, tiefen Dialog treten können. Und so kommen wir am Ende unserer nächtlichen Reise an, hier im Schatten der steinernen Giganten, unter demselben Sternenhimmel, den auch Jai Singh und seine Astronomen einst betrachteten. Was bleibt von Jantar Mantar in unserer modernen Welt der Radioteleskope, Weltraumstationen und digitalen Planetarien? Ist es nur noch ein malerisches Relikt, eine Touristenattraktion? Ich glaube, es ist unendlich viel mehr. Jantar Mantar ist ein mächtiges Echo aus einer Zeit, in der das Universum noch mit den eigenen Sinnen erfasst wurde. Es erinnert uns daran, dass Technologie nicht zwangsläufig komplex und elektronisch sein muss. Hier ist die Technologie die Architektur selbst. Die Instrumente lehren uns eine fundamentale Wahrheit über die Wissenschaft. Sie basiert auf direkter, geduldiger Beobachtung. Man kann heute noch zum Samrat Yantra gehen und beobachten, wie der Schatten mit einer fast unmerklichen, aber unaufhaltsamen Geschwindigkeit über die Marmorskala gleitet. Jede Sekunde ein winziger Schritt. Es ist eine Lektion in Demut und Geduld. In unseren Schulen lehren wir Astronomie oft abstrakt, mit Formeln und Simulationen. Jantar Mantar bietet eine greifbare, physische Erfahrung. Es macht die Bewegung der Himmelskörper sichtbar und verständlich. Es ist das größte astronomische Lehrbuch der Welt, geschrieben in der Sprache der Geometrie und des Lichts. Darüber hinaus stellt Jantar Mantar eine wichtige Frage an unsere heutige Zivilisation. Haben wir in unserem Streben nach technologischem Fortschritt die Verbindung zum Himmel verloren? Wie viele von uns nehmen sich noch die Zeit, den Lauf der Sterne zu beobachten oder die wechselnden Positionen des Sonnenaufgangs im Laufe des Jahres zu bemerken? Diese steinernen Observatorien sind eine Einladung, wieder aufzuschauen. Sie sind ein Beweis für die universelle menschliche Neugier, den Drang, unseren Platz im Kosmos zu verstehen. Dieser Drang ist heute so lebendig wie zur Zeit Jai Singhs. Die Werkzeuge haben sich geändert, aber die grundlegenden Fragen sind die gleichen geblieben. Wer sind wir? Woher kommen wir? Und wohin gehen wir? Jantar Mantar gibt keine endgültigen Antworten, aber es bietet einen Ort der Stille und Kontemplation, an dem wir diese Fragen stellen können. Es ist das ewige Echo des menschlichen Geistes, der sich nach den Sternen ausstreckt. Und mit diesem Gedanken an die unendliche Weite über uns wünsche ich Ihnen eine geruhsame Nacht und einen friedlichen Schlaf.